Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute stelle ich hier das Biggie Mesh von Lightwave vor. Von der Firma habe ich ja schon einiges getestet. Das ist eine Firma aus der Ukraine, besonders für ultraleicht Sachen spezialisiert. Und ja, heute teste ich hier das super leichte Biggie Mesh. Das zeige ich zusammen in der Kombination mit dem Biggie Tarp. Und ja, mal gucken, wie man das so aufbaut, wie das jetzt halt so schlägt in meiner Review. Also viel Spaß beim Video. Für dieses Tarp hier gibt es noch das Biggie Mesh dazu. Das ist das Biggie Tarp und das kann man einfach unter das Tarp einheften und das zeige ich euch jetzt mal. Mal der Aufbau von Namen. Man sieht, an diesem Biggie Mesh sind überall hier elastische Bänder mit kleinen Haken, na, mit kleinen Haken befestigt, jeweils an den Ecken. Und die könnt ihr ganz einfach bei der gleichen Tarpbefestigung abspannen, beziehungsweise einhaken, sodass ihr nicht nochmal extra irgendwas braucht, keine Heringe, nichts. Und ich zeige es euch einmal an der Ecke hier. Na, hier an der Ecke, wie man sehen kann, ist ein kleiner Karabiner aus Plastik, damit es schön leicht ist. Und damit geht ihr ganz einfach rüber und klick, eingehakt. Und dann könnt ihr hier anhand dieser Befestigung, an dieser Schnalle, mit einer Hand macht sich das blöd, könnt ihr das Ganze noch etwas fester ziehen. Jetzt hat man hier ein komplettes Mesh-Innenzelt gegen Insekten und so weiter eingebaut. Und an dem Innenzelt hier sind auch noch ein paar Heringpunkte, womit ihr die dann extra noch befestigen könnt. Und auch hier oben könnt ihr das Mesh noch etwas fester ranziehen, damit das alles ein bisschen Spannung bekommt. Das mache ich jetzt mal mit beiden Händen, damit es gut funktioniert. Wie gesagt, damit ihr die volle Wohnfläche habt, müsst ihr hier diese kleinen Eckpunkte noch extra abspannen, mit Heringen idealerweise. Aber das ist ja Bushcraft hier, also nehmen wir Stecker. So, und dann habt ihr hier wesentlich mehr Platz. Hier oben habt ihr zwei Reißverschlüsse und ja, die sind sehr gut, die funktionieren sogar einhändig. Und dann habt ihr hier drin unter eurem Tarp ein richtiges kleines Zelt. Jetzt, wo man hier einmal den Elementum, das Tarp und das Biggie zusammen sieht, da muss ich sagen, Lightwave hat echt wundervolle Farben bei ihren Outdoor-Produkten. Das ist oft mein Problem bei anderen Outdoor-Ultraleicht-Marken, dass die Farben einfach nicht in die Natur passen und oft eher auf Sichtbarkeit ausgelegt sind. Und man sieht hier der Elementum X-Pack, wunderschönes Oliv, passend zum Tarp, genau die gleiche Farbe. Und das Grau vom Mesh ist auch sehr, sehr schön in der Natur, passt gut zu den Birken hier, zu den grauen Stämmen. So kann man es auf jeden Fall sich einen sehr, sehr guten Tag machen. Gehen wir hier einmal um das ganze Gesamtsetup jetzt einmal herum. Man sieht hier einmal das Biggie Tarp. Man sieht hinten, es ist von vorn nach hinten schräg verlaufend. Also es wird etwas kleiner hinten, das ist aber kein Problem, da macht ihr dann einfach einen Fußraum hin. Und es ist immer noch höher als manche Einmannzelte. Und man sieht hier, man hat hier eine schöne ausgespannte Fußbereich, der ist auch besonders hoch eigentlich noch. Und was auch sehr cool ist, was mir sehr gut gefällt, ist, dass hier, also an dem Fußende und an dem Kopfende,
jeweils so ein Nylon ist, ein Stoff ist. Und an der Seite habt ihr quasi das Mückennetz, nur den Moskitonetz, nur das Mesh, was euch dann natürlich schützt vor Moskitos und Insekten. Und da seid ihr aber gegen Sicht, also da kann euch eh keiner sehen, weil ihr das Tarp drüber habt. Und deshalb finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Und auch hier nach vorne sieht man ja, kann der Wind schön reinkommen. Und da habt ihr dann trotzdem noch einen schönen Schutz durch das Biggie Mesh. Und hier nochmal der Türenbereich. Und ihr seht hier an der Seite, da habt ihr jeweils auch nochmal einen Abspannpunkt. Den habe ich jetzt gar nicht abgespannt. Den könnt ihr theoretisch auch noch am Tarp befestigen, um nochmal den maximalen Platz rauszubekommen. Und dann ist das Teil sogar groß genug für 2 Leute, würde ich sagen. Also da passen auf jeden Fall 2 55er Isomatten nebeneinander rein. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Und für einen alleine ist da natürlich sehr, sehr viel Platz drin. Die Reißverschlüsse sind auch von YKK. Also ich muss echt sagen, das ganze Setup gefällt mir richtig gut. Der Aufbau war wirklich super einfach. Hätte ich jetzt noch Heringe dabei, dann wäre das gar kein Problem gewesen. Und hier der Aufbau mit dem Biggie Mesh, das ist echt wie ein Zelt, nur dass man noch viel mehr von der Natur mitbekommt. Und farblich ist das auch wunderschön. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Kann ich nur jedem empfehlen für Biwak, Bushcraft-Trips, wo man dann vielleicht doch nicht ganz in der Natur schlafen möchte im Sommer, wegen den ganzen Zecken und Insekten und wegen dem Regen. Und ja, jedenfalls ein sehr, sehr schöner Aufbau. Und ich freue mich, den im Sommer auf jeden Fall zu testen. Neben dem Illusion wird das auf jeden Fall einer meiner Lieblingsaufbauten. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich alles so mit nach Norwegen nehme. So, jetzt zeige ich euch einmal, wie leicht das ist, das Ganze ein- oder abzubauen. Man hat hier einfach diese Clipper. Die gehen sehr leicht über das Paracord rüber. Zack, den entfernt ihr. Die Heringe lasse ich noch, damit das nicht von alleine wegrutscht. Hier oben habt ihr auch einen großen Clipper. So, hier noch einmal der Aufbau von Weitem. Man sieht, da scheint jetzt zwar die Sonne rauf, also man sieht es natürlich schon noch, aber sobald es ein bisschen dämmerig wird, passt sich das wirklich wunderbar in die Natur ein, was mir auch super gut gefällt. Man kann damit wunderbar Stealth campen. Die Zipper sind von YKK. Das Mesh hat außerdem 2 kleine Taschen, auch aus Mesh gefertigt, an der Innenseite des Meshs, was sehr praktisch ist, um kleine Gegenstände wegzupacken oder ähnliches. Ihr könnt das Biggie Mesh auch einfach ganz einfach ohne Tarp aufbauen. Dazu braucht ihr einfach 2 Tracking-Stöcke oder 2 relativ große Stöcke. Da hakt ihr einfach ganz einfach das Biggie Mesh hier ein und dann spannt ihr die ab. Wie gesagt, das ist gerade sehr provisorisch, aber so sollte es auf jeden Fall auch funktionieren. Dann spannt ihr hier die Ecken ab. Im Idealfall spannt ihr die Ecke auch noch ab, damit ihr noch ein bisschen mehr Platz im Biggie Mesh habt. Und hier seht ihr auch ganz einfach mit dem Trackingstock nach hinten abgespannt und schon habt ihr das volle Mesh aufgebaut. Das heißt, wenn kein Regen zu erwarten ist, könnt ihr einfach das Tarp weglassen und euch so nur das Mesh aufbauen. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Es kommen noch mehr Videos, Reviews und Trip-Videos, auch mit dem Setup. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut und ja, bis dann.